Unser heutiges Thema ist eine natürliche Klangentwicklung. Wie schaffen wir es, dass unser Ton möglichst weich, rund und ausgeglichen klingt und nicht schrill oder übermäßig forciert. Natürlich bringen so exponierte Lagen wie zum Beispiel tiefe kleine Oktave bzw. Richtung C3 und drüber hinaus immer mit sich, dass man versucht, diese mit möglichst schneller Luft bzw. hoher, großer Luftmenge zu spielen, damit man die Töne eben erreicht. Allerdings muss man immer sagen, mit weniger Luftmenge, weniger Luftgeschwindigkeit und mehr Technik geht es wesentlich einfacher und ausdauernder als auf die, ich nenne es mal, brutale Art und Weise. Wenn du jetzt dein Material hast, also Trompete, Mundstück, manche auch mit Überdämpfer, dann immer darauf achten, dass deine Luft weich nach außen fließt. Wir können eine kleine Vorübung machen, bevor wir aufs Instrument gehen. Und zwar feuchten wir etwas unseren Finger an und jetzt pusten wir gegen diese feuchte Stelle. Also wir blasen, pusten gegen diese feuchte, angefeuchtete Stelle. Es ist nicht ein Kerzenauspusten, auch in dem Fall wäre das ganze Wachs von der Kerze auf den Tisch verteilt, sondern es ist ein Auspusten der Kerze, beziehungsweise durch den konstanten Luftstrom gleichmäßige Luftbewegung. Achte auch drauf, sobald du die Trompete, dein Mundstück an den Lippen hast, dass eben genau das passiert. Achte darauf, dass die Luft auf diese Art und Weise durch dein Instrument fließt und vor allem wichtig, spiel nicht ins Mundstück oder ins Instrument, sondern stell dir vor, dass du Luft aus der Trompete hinauspustest. Das heißt, du suchst dir an der Wand, im Raum, im Saal einen Punkt, auf den du zuspielst. Nicht so eng, zu verkrampft, sondern immer hinaus mit der Luft, hinaus mit dem Klang. Dann wirst du merken, du hast wesentlich mehr die Möglichkeit, dass dein Hals offen bleibt, beziehungsweise auch, dass der Klang den Raum ausfüllt, ohne brutal zu werden. Und das ist die wichtigste Sache. Jetzt kannst du natürlich anhand von deinen Übungen jederzeit diese Art und Weise des Luftpustens anwenden, damit es eben ausgeglichen klingt. Und so weiter und so fort. Das ist nur als ein Beispiel für unsere Übungen. Also nicht laut, nicht zu leise, sondern wir haben ein gesundes Gefühl von ich atme ein und gebe die Luft nach außen. Wichtig hierbei ist, nicht einatmen und Luft anhalten, denn hier hast du zwei Verspannungspunkte. Entweder dein Hals geht zu und hält die Luft unten oder deine Muskulatur im Bauchbereich, Zwerchfellmuskulatur etc. halten die Spannung, damit die Luft drin bleibt und lassen danach erst die Spannung. Also wir atmen ein und bringen die Luft nach außen. Und beim Trompetespielen ist es identisch. Auch hier natürlich immer Spannung aufbauen und Luft rausgeben. Es ist natürlich in der hohen Lage anders als in der tiefen Lage. Unten bin ich wesentlich lockerer. Oben habe ich die Muskulatur viel stärker angespannt. Aber die Luft, die ich ins Instrument puste, ist nicht maximal und forciert, sondern oder die Lippen lassen auf der einen Seite mehr Luft durch, da sie lockerer sind. Auf der anderen Seite baut sich mehr Luftdruck im Körper auf, weil die Lippen eben enger angespannt sind. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt möglichst laut und mit schneller Luft unsere Trompete spielen müssen. Du hast immer Einbußen in Sachen Klang. Es klingt nicht schön, es klingt schrill, es klingt unangenehm und für alle Mitmusiker einfach zu laut. Wende diese Technik mal bei deinem Trompetespielen an, beziehungsweise bau diese Übung in dein Trompete-Üben mit ein und schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert oder welche Übungen du für einen angenehmen, weichen, runden Klang machst. Ansonsten lass am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.